Ich habe ein neues Spielzeug, aber um das zu zeigen, muss ich erstmal einen Berg hochfahren. Eigentlich sind es ja zwei neue Spielzeuge. Da ist es. Die DJI Neo 2. Die mir gerade nicht mehr folgt. Ihr kennt es ja vielleicht, wenn ihr eine Drohne habt und ich habe die DJI Mini 4 Pro, dass ihr dann eben ein bisschen genervt davon seid, dass, ja, wie komme ich denn da jetzt hin? Dass ihr eben mit einer Drohne unterwegs seid und naja, euch aufnehmen wollt. Aber das geht gar nicht so einfach, weil ihr einfach die Steuerung noch habt, diese Fernbedienung und so weiter. Und das ist mit der Neo 2 tatsächlich gar nicht so notwendig. Aber ich wollte auch mal die wirklichen, naja, wie soll ich sagen, die Real-Life-Experiences teilen. Nämlich sowas hier, dass ich versuche, dass sie mir den gesamten Trail folgt. Und jetzt bin ich im Wassertal, wo echt wenig Bäume sind. Aber man sieht es da hinten, ist dann doch gerade zumindest zum Folgen zu viel gewesen. Aber sie macht einen wirklich guten Job. Und das will ich jetzt mal zeigen, indem ich hier runterfahre und ein bisschen was erzähle und der Hoffnung, dass sie mir jetzt die ganze Zeit folgt. Rear, follow, 3, 2, 1. Sie startet auch von der Hand, wie man gerade gesehen hat. Und dann hat man so eine Gestensteuerung. Mit der einen Hand kann ich sie so schön hin und her bewegen. Und mit zwei Händen kann ich sie dann noch, wenn ich sie auseinanderziehe, weiter nach hinten packen. Oder wenn ich meine Hände zusammen mache, dann kommt es wieder zu mir. So, jetzt schicke ich sie mal noch ein bisschen höher. Und ich hatte auch eingestellt, dass sie mir von hinten folgt, was sie jetzt hoffentlich tut. Ich höre sie noch, also ist sie noch da. Und das ist eine richtig coole Sache. Selbst wenn man jetzt eben das so hat, dass sie jetzt irgendwo anhält, weil, keine Ahnung, Collision Detected oder was weiß ich, dann muss man nicht Angst haben, dass sie kaputt geht, denn die ist wirklich stabil, also und auch super leicht. Die ist mir gestern, glaube ich, 4-mal abgestürzt und es ist nichts passiert. Und das ist das Geile, bei meiner Mini 4 Pro müsste ich jetzt irgendwie zurücklaufen und den Sender holen. Also nicht den Sender, die Remote, was hier nicht der Fall ist. Denn sie folgt mir und ich kann sie auch mit Gesten steuern. Und das ist halt das Geile. Und jetzt mal ernsthaft. Ich fahre jetzt schon irgendwie 2 Minuten und ich höre sie immer noch hinter mir. Das heißt, es ist jetzt schon für mich ein Game Changer. Auch wenn ich sagen muss, dass das nur hier geht, wo eben der Trail relativ offen ist. Jetzt kommen hier so ein paar kleine Bäume. Da kann es durchaus sein,
dass sie da nicht mehr durchkommt, weil sie die kleinen Äste nicht erkennt. Das hatte ich nämlich gestern und da ist sie einmal hängen geblieben und dreimal abgestürzt. Das ist aber gerade nicht der Fall. Auch hier macht sie eben eine sehr gute Figur und das ist halt so geil. Da brauche ich meine Mini 4 Pro gar nicht mehr mitnehmen, denn die ist in letzter Zeit wirklich nur noch für so B-Roll-Shots verkommen. Das heißt, ich habe einfach nur mal irgendwo von oben eine Firma oder irgendwas gefilmt und ansonsten nichts weiter. Und das ist hier ja jetzt anders. Die folgt mir die ganze Zeit. Das ist so cool. Und die ganzen Stats, also das, was die Kamera kann und so, das könnt ihr euch gerne mal bei einem anderen YouTuber anschauen. Das werde ich nicht alles predigen. Es gibt schon so viele Videos dazu. Ich wollte einfach nur mal zeigen, wie gut das wirklich geht, ohne großen Aufwand hier richtig geile Shots zu bekommen. Ich höre sie immer noch hinter mir. Ich fahre jetzt 4 Minuten oder so, keine Ahnung. Zieht jetzt mal rein, wie viel Material ich jetzt alleine bei einer einzigen Abfahrt eben hinter mir gemacht oder gefilmt habe. Und das ist ja auch kein Trail, wo man einfach nur geradeaus fährt, ne? Kurven, alles Mögliche. Und sie ist immer noch an mir dran. Sie kann auch 47 km/h schnell fliegen. Insofern wirklich ordentliches Tempo, was ich mit dem Mountainbike sehr, sehr, sehr selten erreiche. Jetzt könnte es hier noch mal schwierig werden. Ja, denn eine Hinderniserkennung bei ganz, ganz dünnen Ästen, wo auch keine Blätter dran sind, ist auch für die Mini 4 Pro richtig schwierig. Aber sie ist immer noch hinter mir. Schon geil. Ja, auch noch mal ein bisschen schwieriger. Ist eben KI gesteuert. Die wählt einen alleine aus, ohne dass ich das auf meiner Remote wie bei der Mini 4 Pro machen muss. Und fliegt dann hinter einem her. Ich habe sie vorher mit der App kurz eingestellt, also wirklich kurz. Habe eben die Videoauflösung eingestellt, die Bitrate und was man halt da einfach einstellen kann. Ich bin jetzt bei 4K 30 Frames die Sekunde und erfolgreich den kompletten Trail gefahren. Und das ist schon echt Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ich weiß jetzt nicht, wie die Aufnahmen geworden sind und ob sie so richtig cool sind, aber gestern hatte ich den, ich schiebe es mal ein bisschen weiter hinter, das ist nämlich ganz schön laut. Gestern hatte ich nämlich das Ding, dass sie mir nicht gefolgt ist, sondern immer hinter mir hergeflogen ist und dann mal von vorn, mal von hinten. Das war aber auch richtig gut und ich kann mich echt nicht beklagen. Also bis auf diesen kleinen Abstürzer dort weiter oben macht die eine richtig gute Figur. Also wirklich Kaufempfehlung. Kostet, ich glaube, 230 €. Ich wünschte, ich hätte sie von DJI gesponsert bekommen, aber das ist nun mal nicht so. Das ist eine riesen Firma, ne? Ja, richtig geil. Und das zweite neue Gadget, das werde ich aber in einem etwas anderen und längeren Video vorstellen, ist das, was ich hier habe, nämlich die Action 6. Und die ist nach der GoPro Hero 11
für mich wahrscheinlich auch ein kleiner Gamechanger. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Das ist heute tatsächlich das erste Mal, dass ich damit fahre. Aber von den Stats, was sie so kann, denke ich, wird das richtig gut sein. Und das war es auch schon mit diesem Video. Ich lasse die Drohne jetzt auf meiner Hand landen. Und um das zu machen, brauche ich einfach nur meine Hand ausstrecken. Okay, wir machen mal die Hand ohne Handschuh. So jetzt. Boah, ganz schön kalt, Alter. Hier sind es gerade 0 Grad. Oh, coole Sache, das Teil. Wirklich. Ich feier's. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.